Ja, so. Okay, slowly everyone coming in. Langsam kommen alle rein. Aber wir werden trotzdem gleich starten. So we will start right away. And also if you're Albanian speaking, so please look in the chat, right? That's what the description is. Maggie is translating. Correct. We have Maggie and her great service for all our Albanian friends. Yeah, wonderful. Good. Wir kommen ja aus 13 ganz besonderen Tagen gemeinsam. So we're coming together from 13 very special days and nights together. And out of these 13 magical nights, which are traditional in Europe, also aus diesen 13 magischen Nächten in Europa, entstand dann die Idee, fortzuführen, nämlich dort weiterzumachen, wo wir begonnen haben, nämlich im Transformieren, im Manifestieren mit der Tao Kalligrafie. So we're coming from the traditional Rao nights in Europe, and we found out that it would be so beautiful that we continue with that what we've started, the transformation and manifestation in writing Tao Kalligrafie. So thank you all for coming in and joining. And we are looking forward to the night and to all the upcoming Wednesday evenings. Also wir freuen uns schon sehr. Ja, und wenn ihr könnt, dann schaltet einfach die Kamera ein. So if you can, turn on your camera. So, it's nice to see everyone. Also, was immer gut, jeden zu sehen. Und heute geht es ja um sehr vieles, also um Schreiben, aber auch Manifestation. Ja, and today we speak about a lot, basically. We have a lot to talk about. Realized, and it's about Tao Calligraphy writing, but also about manifestation. Und ja, ihr werdet euch vielleicht fragen, wie das eigentlich so zusammenhängt. So you might ask yourself, what's the connection here? Vielleicht für manche von euch ist Tao Kalligrafie schon ein klarer Begriff und ihr habt euch schon viel mit Tao Kalligrafie beschäftigt. And for some of you, like it's something you know already, and you had a lot to do with Tao Kalligrafie and work with Tao Kalligrafie. Aber wir haben auch einige hier, die recht neu sind und für die einfach Tao Kalligrafie sehr neu ist. And we also have some people here, like Tao Kalligrafie is more new to. Und vielleicht mal für alle, die jetzt reinkommen, wir sprechen Deutsch, Englisch, weil wir haben albanische Übersetzer. So for everyone who just came in, just to explain, we have German, English. We speak German, English, because we have also Albanian translation. Gut, sollen wir dann starten, ein bisschen mehr erstmal eingehen, was ist überhaupt Tao Kalligrafie? Okay. Klingt gut. Danke dir. So I said, let's getting started. And we just find out what is Tao Kalligrafie. And I will also write a little bit. Okay, I just make a little bit bigger. And then, yeah. So, what is Tao Kalligrafie? Tao Kalligrafie, also was ist Tao Kalligrafie? Tao Kalligraphy is a very special art. We also call it transformative art. Also Tao Kalligrafie ist eine besondere Kunst, die wir auch transformative Kunst nennen. Und wir, many of us, Kannst du noch einmal kurz, Entschuldigung, kannst du noch einmal ich mastermute? So. Nochmal. Ja. Danke. So, and so we will hear a little bit more about history from Martin in a second. Also, wir werden noch ein bisschen mehr über die Geschichte hören gleich von Martin. But now it's more about, okay, what is Tao Kalligrafie? What can it do for us? Also, jetzt geht es mehr darum, was ist das und was kann es für uns tun? So, when Master Shah created Tao Kalligrafie, what he's doing when he writes calligraphy, then he connects with highest source, frequency and vibration. Also wenn Master Shah Tao Kalligrafie schreibt, ja, oder Kalligrafie schreibt, verbindet er sich mit der höchsten Frequenz und Schwingung. We say with Tao. So what is Tao? Tao is the source. Also wir nennen das auch das Tao. Was ist das Tao? Es ist die Quelle. What is the source? What is Tao's source?
it's a place with the highest, most positive information, highest positive, light, frequency, vibration. Ja, this is how you can imagine. Und also was ist Tao? Quelle ist der Ort mit der höchsten, reinsten Energie, höchste Frequenz und Schwingung. So Master did like has a big background, on connecting to that high frequency vibration. Also Master hat ja einen großen Hintergrund, sich mit der Frequenz und Schwingung zu verbinden. Also wenn er schreibt, verbindet er sich mit der höchsten Quelle und lässt das Licht und die Liebe in die Kalligrafie fließen. Und dadurch bildet sich ein Feld aus unsichtbarem Licht um die Tao Kalligrafie. So when Master Sha writes, he connects with that highest source and this light is flowing into the calligraphy and creates like a invisible field of light around the calligraphy. This is why it's Tao Kalligrafie. Also darum nennen wir es auch die Tao Kalligrafie. And when we connect to Tao Kalligrafie, we absorb the light, the frequency vibration. In this way, we can let go of negative information. Also wenn wir uns mit der Tao Kalligrafie verbinden, dann nehmen wir ja diese hohe Frequenz und Schwingung auf und können in diesem Moment negative Informationen loslassen. This is why it's much more than just art. Ja, deshalb ist es so viel mehr als Kunst. Und wenn wir Tao Kalligrafie Lehrer werden, kriegen wir quasi die Autorisierung, auch uns mit der hohen Frequenz und Schwingung zu verbinden. Und wenn wir Tao Kalligrafie schreiben, dass diese Frequenz in die Kalligrafie fließt. So, like when you become a Tao Kalligrafie teacher, then we get the authorities from Master Sha to connect with that highest frequency vibration. And so it can also flow into the calligraphy. So still, Master Sha is the founder and he gives us authority. Aber Master Sha bleibt halt der Gründer der Tao Kalligrafie und gibt uns die Autorisierung. And it's a very blessed, it's a very blessed thing, I want to say, to be a Tao Kalligrafie teacher. Also ich würde sagen, ein Tao Kalligrafie Lehrer ist wirklich eine ganz gesegnete Sache. It's very beautiful, Es ist wirklich ganz schön, weil because it is creation, weil es einfach Schöpfung ist in dem Moment. And this is also why Tao Kalligrafie can very help us in our manifestation process. Und deshalb kann Tao Kalligrafie uns auch helfen in unserem Prozess dessen, was wir manifestieren wollen. So this is why we have a course starting and we are more focusing on manifestation with Tao Kalligrafie writing. Und deshalb der Kurs, der beginnt, der ist Tao Kalligrafie schreiben, aber mit dem Fokus, was zu manifestieren. So what do we want to manifest? Also was wollen wir manifestieren? Whatever you want, also was auch immer du möchtest. So whatever you wish in your life, was immer du dir wünschst. And many of you came with us through the last 13 days, throughout the years. Und viele von euch sind jetzt aus den Rauhnächten gekommen und ihr wisst schon genau, wo es eigentlich hingeht. And so everyone who was with us, you know where you want to go. So it's easy to step in. For everyone else, we will find out. Und für alle anderen, also für die jetzt dabei werden, ist ja einfach, wir wissen schon, wo es hingeht. Und für alle anderen, wird es sich dann zeigen. And so, before we know a little bit more about the history, let's just write a Tao Kalligrafie. So, wait till Martin coming back. Zum Beispiel erstmal nochmal, um zu zeigen. Ja, also original schreibt chinesische Schreibweise 3 einzelne Striche. So original Tao Kalligraphy, original Chinese writing is single strokes. And here for Da, the character Da, it's 3 single strokes. The special style Master Sha and Ibiza style is connecting all the strokes as one. Und Master Sha hat einen besonderen Style gelernt, der heißt Ibiza, eine Strichschreibweise und hier verbinden wir alles zu einer Linie. So now Tao Kalligraphy. I will connect through that authority like a channel. You can imagine like a channel. Also to that Tao frequency and vibration. Und write Tao Kalligrafie. Und jetzt schreibe ich eine Tao Kalligrafie, also verbunden durch wie so ein Kanal, ja, kann man sich vorstellen, dass die Frequenz und Schwingung in die Kalligrafie fließt.
And so this is going to total different energy. You know, when we go now, work now with the Tao Calligraphy, we can bring transformation or manifestation in our life. Also Tao Calligraphy hat eine ganz andere Frequenz und Schwingung und wir können dadurch Transformation oder Manifestierung, ja, in unser Leben bringen. So Martin, maybe let's write together one Tao Calligraphy. Ja, also Martin, ich schreibe jetzt einmal gemeinsam an. Und jedes Mal, wenn wir schreiben, wird ja dieses Lichtfeld kreiert. So every time we write, this light field is created. So you can already close your eyes if you wish. You can also watch, but imagine like absorbing that light. Also wenn wir jetzt schreiben, wird ja ein Lichtfeld kreiert und du stellst dir einfach vor, wie du das Licht aufnimmst. Okay, wir verbinden uns, we connect. Hey, ja, 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 yo. Hey, ja, ja, ja. Ja, yo. Ja, 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 da, do, ja, hey. Ja, Hey, ja. ja, Ja, da, do, yo. ja, do, ja, da, do. And, und wir schreiben Da'ai, greatest love. So wir write Da'ai, größte Liebe. And you can connect one moment. Wir verbinden es noch einen Moment. Empfang das Licht, receive the light. Hey, ja, 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 hey, yo. Ja, da, 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 ja, da, do. Hey, Ja, ja, da, ja, da. Ja, da, 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 da. hey, ja, yo. Okay. Mal nochmal nachfühlen and just connect inside, feel inside. Okay. Du kannst dich ein bisschen bewegen. You can move a little bit and coming back und zurückkommen. Danke, danke, danke. Thank you, thank you, thank you. Jetzt wieder deine Augen öffnen. Okay. Wenn du etwas erfahren hast, gefühlt hast, lass uns gerne im Chat wissen. So, whenever you experience something or you see something or whatever, you can let us know in the chat. Und von hier, wenn wir noch ein bisschen tiefer gehen, ja, was eigentlich der Hintergrund der Tao Kalligrafie ist. So, from here we will go a little bit deeper. What's the background, you know, the history of Tao Kalligrafie? And it's actually very fascinating for me always to go into it. Also für mich immer sehr faszinierend, because I would say in every region of us where we are living, we had kind of healing symbols. Weil wir in jeder Region, wo wir leben, wo wir aufgewachsen sind, wir hatten diese heiligen und Heilsymbole, die uns bekannt sind. In our tradition in Europe, we had the Celtics. The Celtics had also their, don't know the English word, Runen is the German word for it. And if you look at that, that's also used or was used to not only to transfer information, but also to heal and to adjust. Also das ist etwas sehr
Gewohntes für uns, so it's something very common for us, that wherever we look into, and this is one of my favorite graphics to start always, we are having in any tradition. Like if we look here back into one of our most famous cultures in Europe, we had in Egypt the hieroglyphs, and we had in the Byzantine Empire, in the Osman Empire, Ottoman Empire, we had always very special healing traditions, which were also connected with symbols. The only thing is, like if we look at here, 5,000 years back means 3,000 before Christ, where the Egyptian culture started. The Egyptian culture developed, and they developed a lot. And then something happened. From the one side, the Persian Empire came, from the other side, the Roman Empire came, and all of that was lost. So we never had the transfer of information. Also das, was sehr schön war in der ägyptischen Tradition natürlich, die ist gewachsen über Jahrtausende. Wenn wir da schauen, eben 3000 Jahre zurück und dann auf einem gewissen Zeitpunkt, eben so kurz 500 vor Christus, kamen dann die Perser und die Römer und alles ging verloren. And the beauty of the Chinese calligraphy is that we are having here a very, very ongoing tradition, a very lasting tradition also of wisdom transfer and also of transfer of a philosophy. Also das Wunderschöne am Chinesischen ist, dass wir hier eine enorm lange Geschichte haben, die sich durchzieht über die Jahrtausende und im Prinzip irgendwie nie wirklich verloren ging, sondern diese Philosophie des Schreibens war immer gegeben. So, the philosophy of writing was always there. It started with the oracle bones. Es hat mit den Orakelknochen begonnen, wo man versucht hat, in die Zukunft zu sehen. So with the oracle bones at the beginning, the people tried to look into the future and to predict the future. They also combine it at a certain point with the I Ching. Also auch ab einem gewissen Moment hat man es mit dem I Ching verbunden. So there's lots of deep, deep background. It went to the turtle shells and went to the bamboo sticks. But if we go into the symbols, they actually did not change. Also das Faszinierende ist, man hat in die Zukunft versucht zu schauen, man hat natürlich Wissen transportiert, aber wenn ich in das Schreibsymbol schaue, dieser bildhaften Sprache hat sich nicht wirklich was verändert. Because if we look at the 3,400 years background, the oldest oracle bones script, it's still the word Da for greatest, this human being standing tall, standing there as a giant. And this is what we can see over the years, going through 2,200 years to the small seal script, going to our current writing in Chinese. Also das Faszinierende ist eben ganz viel Philosophie, ganz viel Weisheit, ganz viel Kraft auch, aber am Stile des Schreibens hat sich oft wenig verändert, weil es eine Bildsprache ist. So lots of wisdom, lots of knowledge, lots of philosophy, but in the writing style, of course, the style changed, but it's still this picturesque way of communication. And that's clear. That was, of course, this situation that, of course, in this emperor dynasties, always the emperors tried to find the most or the best calligraphers of the country. Und deswegen ist auch so, dass natürlich in all diesen Kaiserdynastien hat der jeweilige Kaiser versucht, hier immer die besten Kalligraphen zu finden, weil die gewusst haben, die haben eine spezielle Kraft, die bringen da was mit, das sollte man besser können. So the emperors always knew that it is so important to get very powerful calligraphers into the palace because they bring something that no one else has. That's also why in the Forbidden City, as in Beijing, here on the left side is a part now where you only have the history background of calligraphy. Und das ist auch der Grund, warum auch heute noch im chinesischen Kaiserpalast in Peking auf der linken Seite dort ein Teil ist, wo es eigentlich nur um die Geschichte der Kalligrafie ging. That's also where my journey started on the left side here
in Beijing. Also das ist auch dort, wo meine Reise begann, in der Faszination der Kalligrafie. Wir könnten da sehr, sehr tief gehen. So we could go a lot deeper now, but we don't have the time. It's just extremely fascinating how the emperors knew that writing calligraphy is the highest that they can do to grow their personality, the highest they can do to develop their own personality. Also wir können, wie gesagt, viel, viel tiefer gehen. Die chinesischen Kaiser wussten einfach eben, dass das Schreiben von Kalligrafie einfach enorm viel Kraft hat, deine Persönlichkeit zu entwickeln und eben voranzukommen. Und das war auch der Grund, warum du, wenn du eben durch den Kaiserpalast spazierst, auch heute noch überall diese Holztafeln siehst und überall diese Botschaften siehst. And that's also still the reason if you still walk through the Forbidden City in Beijing, through the Emperor's palaces like here, the Dragon Throne, that you see always these wooden calligraphies with their beautiful messages. And even if we look on top, and if you have a little bit of Chinese background, then you could start smiling right now because you see something very special here written as the main message of the Chinese Emperor. Also wenn du ein bisschen chinesischen Hintergrund hast oder ein bisschen Chinesisch lesen kannst schon, dann könntest du jetzt schmunzeln, weil über dem Drachenthron des chinesischen Kaisers seine Hauptbotschaft dort steht, die wir sehr gut kennen. So we all know this message very, very well. In Chinese, we start to read from the right to the left. Also im Chinesischen beginnen wir von rechts nach links zu lesen. The only word we probably don't know is this first word. Also das einzige Wort, das wir vielleicht nicht kennen, ist dieses erste. But the second we know, we see our Da. Also wir sehen unser Da für Größtes. And then we discover our Guang, das Licht. And we discover our Ming. So we see Da Guang Ming as one of the highest messages that the Chinese emperor wanted to express to the people who are visiting him and want to be with him when he is taking very important decisions. Also diese Botschaft als größter Ausdruck auch vom chinesischen Kaiser, die er immer bei sich haben wollte und auch bei sich haben wollte während seiner wichtigsten Entscheidungen, ist schon was Besonderes. And this first word, please forgive me, I forgot it right now, means kind of only greatest light or everything and greatest light. Also diese Bedeutung, die wird hier einfach nur verstärkt des Größten, so this greatest just gets kind of expressed even deeper with this first part here. So this message of greatest light and transparency that we are also writing in Tao Kalligrafie really is giving us huge, huge personal transformation, but also clarity, strength, also protection. So everything is there. That's also why the Chinese emperor knew he has to have this message around him. Also eben diese Botschaft zu schreiben und für sich auch nutzbar zu machen in Form eben der Kraft, die darin ist, des größten Lichts, der Transparenz, des Schutzes aber auch und der Klarheit. Das ist etwas, was der chinesische Kaiser einfach wusste und er sich unbedingt zunutze machen wollte und eben auch die chinesische Kaiserin, also the woman of the Chinese emperor had also the calligraphies around her. So that's the reason why they always went deeper into the wisdom. Also here we could go deeper, but I will stop here, but still with something very special because the Queen of China, Emperor's wife, she had the message of Wu Wei on top of her. And also here I could talk hours, but let's keep it simple. She knew the wisdom of becoming Da. She knew the wisdom of the secret of developing qualities which are carrying this highest inside of us, which are expressing unconditional being instead of doing, running and aiming for things. Also man könnte jetzt da auch stundenlang drüber sprechen,
aber die chinesische Kaiserin wusste ebenso darüber Bescheid, dass diese Qualität des Wu-Weis eigentlich die Schlüsselqualität ist. Nämlich die Qualität, wo es darum geht, dass wir bedingungslos werden, dass wir erwartungsfrei werden, eben, dass wir diese Da-Qualitäten entwickeln. So I could talk much more because I love this topic, but we like to continue. Also wir können da noch viel länger reingehen, aber ihr seht schon, es ist sehr viel Geschichte, sehr viel Jahrtausende lange Kraft dahinter. So it's thousands Ja. of years of strength, energy and philosophy behind it. Definitely. Thank you for sharing, Martin. So, like, calligraphy really has a long history and really a depth in it. And, you know, we get also the luck now to have this high vibrational field with it. Yeah, so many things coming together. Und ja, also Martin, danke fürs Teilen. Und ja, definitiv hat diese Tao Kalligrafie einfach so eine tiefe Geschichte, so einen langen Hintergrund. Und wir haben jetzt das Glück, auch noch mit dieser Tao Kalligrafie zu sein, die ja das hohe Schwingungsfeld trägt. And so this is why it's also sometimes very hard and difficult to write Tao Kalligrafie. Und darum ist es auch manchmal so schwierig und so schwer, Tao Kalligrafie zu schreiben, because it really goes deep inside. Ja, es geht ganz tief nach innen. And so we always share, right? Also Martin has experience to become a Tao Kalligraphy teacher, because then, like what Martin just said, you really experience it. You have to let go of so many things, you know, you have to really give, you know, to have to understand, to flow through, whatever, you know, so many of the develop the 10 dark qualities. But it's the best you could do, you know, to move on. Und also Teilen ist ja auch oft, wir sagen auch zum Beispiel jetzt, man hat es halt einfach so stark gespürt, wenn man Tao Kalligrafie Lehrer wurde, wie viel man wirklich loslassen muss, wie tief die Reinigung geht, wie viel man ja diese Demut und den Flow zu entwickeln und die Qualitäten zu entwickeln. Also das ist schon was sehr, sehr, sehr tiefgreifendes, aber wirklich was Gutes. And so it's the same for everyone who writes Tao Kalligrafie. And I looked through many of you write already many, many years. Und deshalb, das geht allen so, die Tao Kalligrafie schreiben. Ich habe gerade mal durchgeschaut, wer hier ist. Und einige von euch schreiben ja selber viele, viele Jahre, ja. Oder waren auch auf dem Weg, Tao Kalligrafie zu lernen, or on the way to become Tao Kalligrafie teacher. And it's just a very, very deep process. Es ist ein ganz, ganz, ganz tiefer Prozess. And I'm saying that so that you really open your heart and really give it a try, you know, if you feel caught and say, okay, I'm trying it to, you know, step in and do it for some time. Und ich sage das einfach, um einfach, dass wir unser Herz öffnen, ja, und sagen, okay, vielleicht probiere ich es einfach mal und öffne mein Herz und schreibe eine Zeit lang. This is why we also do so often courses, because it's more easy in a course with feedback. Und deshalb machen wir auch so viele Kurse, weil es viel leichter ist in einem Kurs und wo man auch Feedback kriegt, because that's going to happen. Weil das wird ja auch dann viel passieren. Ja, and I also by myself got many, like from other teachers, a lot of feedback, and you get guidance, and you just need it, you know, because we cannot see everything where we are not in alignment. Und ich selber habe auch sehr viel Rückmeldung von anderen Lehrern bekommen, dass man sich ausrichtet und einfach überhaupt sieht, wo man nicht im Einklang ist, weil wir können es einfach nicht sehen. And when you see it, then it goes quite deep. This advice is sometimes so so processing, ja. Und wenn man es dann sieht, geht es so tief und deshalb, ja, kann das so viel in einem auslösen. I remember one in England, because I see Attica, I think I saw in Asia, yeah. So they wrote very, very long, but I remember someone we had there, I think she's not here, one Tao Kalligrafie event, she said, I really had to laugh. She said like, oh, Natalie, I really have to tell you, every time I think every week, oh my God, it's again Tuesday, I have to write again, you know, because it was so purifying. But you said it like super nice, you know, she wanted to write, but it was so purifying. I said, oh my goodness, the week is over again, I have to write. But she really came and did it. Und als ich in London war und wir hatten da hatte ich auch die Klassen und eine habe ich auf dem Event, eine Schülerin kennengelernt und sie hat dann gesagt,
Oh mein Gott, jede Woche denke ich, es ist schon wieder Dienstag, ich muss schon wieder schreiben. Ja, so hat sie mich festgehalten. Ich dachte so, oh je, aber sie hat es trotzdem mit so einem lachenden Herzen gesagt. Ja, sie wollte das machen, aber so reinigend ist das anfangs. Ja, es kann so richtig tief gehen. So wie do need some willpower to move forward. Also wir brauchen auch die Willenskraft, ja, um da durchzugehen. But Das, ja. that's a good point because it might be that you don't feel yet the joy to do it. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, weil es kann gut sein, dass du jetzt noch nicht spürst, okay, das würde ich jetzt gern machen. Because it's really the highest transformation. Weil es wirklich die höchste Transformation ist. Deswegen kann das schon auch ein bisschen Kraft brauchen, auch Willenskraft brauchen, dass ich da durchgehe und sage, okay, ich habe es ja verstanden, ich weiß, dort liegt mein Schlüssel zum schnellsten, leichtesten Vorankommen. So it sometimes takes a little bit of inner strength to continue and start it because I know it's the highest transformation, the easiest way to move further. Yes, absolutely. Und deshalb, wir bringen es jetzt auch noch mit dem Thema Manifestation zusammen, ja? We also bring it together with the topic manifestation. And Quite so, fast, sorry, quite fast after wie three meinst du, months. Attika? Attika schreibt, die Freude kam sehr schnell, nach 3 Monaten. But Attika also really gave everything. She also went through the process from very a lot of mind energy. It's sometimes very tough to really bring it down, you know, it was such a transformation. And Attika wrote through 2 years, you know, even longer, every week. This is like a huge blessing. Und die Attika hat das geschrieben und Attika kam auch wirklich aus dieser Reinigung und sehr starke Geistenergie und die dann runterzubringen, ist manchmal gar nicht leicht und hat wirklich jetzt auch 2 Jahre, sogar noch länger durchweg geschrieben, jede Woche, ja, in unserer Klasse. Also schon sehr, sehr viel, großes Blessing. And yeah, so to come back to the manifestation, because manifestation also often brings us really to our, you know, like to our limits, because this is something we want inside and we want to bring it out in the physical world. So whatever it is, right? If it's physical or spiritual, it doesn't matter. But we want basically something to happen here on this earth. Und deshalb werden wir das mit dem Thema Manifestation zusammenbringen, weil Manifestation kann uns an unsere Grenzen bringen, weil es etwas ist, das wir uns wünschen oder wollen, dass es hier und jetzt in diesem Leben stattfindet, hier auf der Erde. Ob das jetzt physisch oder spirituell ist. And we all know there are so many things in between of things we would like to have and that it comes into our life. Und wir wissen manchmal, wie schwierig es ist, diese Dinge, die wir uns wünschen, dass sie sich auch hier im Leben, dass die zu uns kommen. So with this calligraphy writing now, so we are not only doing calligraphy writing, you know, the course we will start is really also to go into reflection and see different parts and actively manifesting something. Und deshalb das Schreiben, was jetzt in den nächsten 3 Monaten beginnt, wir wollen ja wirklich nicht nur das Schreiben lernen, sondern auch von verschiedenen Seiten einfach anschauen, was man sich wünscht und auch wirklich in diesen Prozess gehen, ja, der Manifestierung. So, and this is why we want to do 2 Demos today. Wir wollen heute 2 Demos machen. But before we do that, maybe let's all together write a little bit. Werden wir ein bisschen zusammen schreiben, ja? So, if you have water paper, like you see behind, what Martin and I have, it's like drying or and a brush, you use this. If not, you just take a pen and a paper, it's no problem. Also wenn du dieses Wasserpapier hast, hier, was ihr hinter Martin und mir seht, das wieder Trockner und den Pinsel oder nehmt einen Stift und ein Papier, wie Martin gerade gezeigt hat. Genau. Und dann werden wir einfach beginnen. Ich mache jetzt mal den ersten Strich und dann wird Martin weitermachen. Also, we will start with one character. We might think it's so easy, but in fact, it's like everything in there. Also wir wollen mit einem Charakter beginnen, wo man vielleicht denkt, das ist so einfach, aber trotzdem ist alles in ihm enthalten. Und zwar ist es heißt I, 1, so it's called I, it means one. And that's basically the first stroke. It's a total oneness basically. Und das ist eigentlich diese vollständige Einssein. And you might think it's just a stroke, but no, so. Also, vielleicht hat es nur ein Strich, aber in so einem Strich kann man unzählige Dinge ablesen. So in this one stroke, you can read
Countless things. And that's also so good about the Tao Kalligrafie. Und also das ist auch das Gute bei der Tao Kalligrafie. So let us start together just to do the first stroke. That's also the first stroke how we start the Da. Ja, das ist auch der erste Strich, wie wir das Da beginnen. But what we do is we want to do it consciously. Ja, wir wollen es bewusst machen. So take your pen or brush. Also nimm deinen Stift, deinen Pinsel, setz den aufs Papier, put it on the paper. Take a deep breath in, feel the connection, fühl die Verbindung und aus der Verbindung heraus, so out of this connection, we move the brush. Da heraus bewegen wir den Pinsel oder den Stift. And also feel where is the end. So because I was interested in this feeling, I went too long. I was like, why did I go longer? I should have stopped here. You know, you can really feel it. Und fühlt auch rein, okay, ich beginne, wann sollte das natürlich enden? Weil ich habe tatsächlich gerade selber gemerkt, ich bin etwas zu lang gegangen. Ich hätte eigentlich schon hier stoppen müssen. Ja, habe ich dann gemerkt. So, but we already have the topic manifestation in the air, so also pick it up when I write. Also wir haben ja schon das Thema Manifestation in der Luft. Also greife ich das auch auf. And often when we write here in the front, we pick up from everyone who's here. Und wenn wir hier vorne schreiben, nehmen wir auch von allen auf. So, hier ist a message. Ja, also hier ist eine Botschaft. Machen wir nochmal. Aufsetzen, also again, aufsetzen. Für die Verbindung. Begin bewusst. So start consciously. Move the brush. And end when you have to end. And then end when you have to end. Und dann, and then we do it again, und dann machen wir es nochmal. Einfach schön langsam in deinem Tempo. Wenn du es sehr schnell machst, so, ja, und da gar keine Kraft drin ist, so wie hier. Schau, ich habe auch eine Linie gezogen. Okay, dann stopp nochmal. Mach ein bisschen langsamer. So, if you do it like very fast, you see like this, just a stroke, nothing happening. Then do it once more. Okay, and slow down. So you see, like I put in the brush, I'm writing super slow. And it's interesting. I'm already picking up for myself messages about the topic we put in the feed. Also ich merke hier selber, ich kann schon für mich Botschaften lesen, während ich die Linie ziehe über das Thema, was wir haben, ja. So maybe you have the same. Because we talk about manifestation. Also wir sprechen über Manifestation. Also wenn du diese Linie ziehst, what's coming up? You know, do you feel something? If you're very new, you might not have that because you are busy to make a stroke. You know, that's totally normal. But if you did a few times, we get used to do it, you could pick up a message. Also, wenn ihr das jetzt selber mal macht und die Linie zieht, was kommt für dich für eine Botschaft? Auch was fühlst du oder was ist da? Wenn man jetzt sehr neu ist man meistens erstmal beschäftigt, eine Linie zu ziehen, ja? Und es kommt nicht so viel auf, aber wenn man ein bisschen sich dran gewöhnt, dann könnten auch Themen hochkommen, oder Informationen. Hattest du das auch, Martin? Mhm. Mir ist was bewusst geworden. Ich darf mich ganz kurz groß machen, entschuldige, Ja. weil ich glaube, dass es so vielleicht besser zeigen kann. Wir sind im deutschen Sprachraum so gewohnt und gedrillt, genau und korrekt sein zu müssen. So we are kind of pushed in the German-speaking world to be accurate, to be correct. That's why we would write a line like this. We would just write a straight line. Deswegen würden wir einfach nur einen geraden Strich schreiben, den möglichst gerade. Wir würden alles versuchen, dass der ganz, ganz gerade, ganz, ganz genau wird. Im Chinesischen ist es anders. So it's different in the Chinese language. It's a movement inside, and I will do it like a little bit more to see what's happening in the stroke, that you can do something at the beginning with the tip of the brush, and you can do something at the end to bring a beautiful final in it. Also mir ist so bewusst geworden, dass im Chinesischen ist es nicht einfach nur ein Strich. Du machst etwas ganz Spezielles, Schönes zu Beginn. So you start in a beautiful way in the point with this on the top, on the spot,
dann gehst du eben ganz leicht geschwungen rauf und machst auch ein Ende, das so sich im Punkt noch dreht und auch dieses schöne Ende bringt. So we have in a total different cultures. The German culture, the German speaking culture, our Middle European culture, they would like to be perfect. And here in the Chinese, we have much more artistic, much more, yeah, I would say artistic in this way, and much more movement also in it, that it's not about doing straight and correct things. Und das ist mir bewusst geworden. So this is what came up for me and what I Yeah. wanted to share. Yes. So for whatever is there for you, right, will come up to the surface. Und ja, was auch immer von uns da ist, kommt hoch. Zum Beispiel Martina hat dir gerade geschrieben, bei mir kommt Angst hoch, Angst, Fehler zu machen. Genau. And Martina's saying here, for me, like fear is coming up, fear to make a mistake. And if you look now back to when we think about manifestation, you know, this is something that could block us to have at the end that what we wanted to have. Wenn wir jetzt zurückkommen zum Thema Manifestation, dann kann das genau, das blockt uns dann, dass es nicht sich manifestieren kann, ja. So we want to bring out what's in the way. You know, wir wollen hier rausbringen, was im Weg ist. So thank you for sharing, Martina. Very good. Also danke, Martina, fürs Teilen. And so how about we do demos? We wanted to write it down, but I think we're a little bit short in time because the course is already starting at 8. And so how about we do a reading with a one stroke, you know? That also was the first thing that came up to me when I thought, what do we do tonight? It's very interesting. Also wir machen mal einfach eine Demo mit diesem einen Strich und das war das erste, was tatsächlich da war. And so let's see who's here. Who wants to be a demo? But if you want to become a demo, you have to be on camera because otherwise we don't know what you're doing. Also wenn du eine Demo sein willst, musst du über die Kamera kommen, weil wir sonst gar nicht genau wissen, was du tust. Also wenn du Demo sein willst, dann streckt einfach die Hand hoch. Ihr könnt eure Hand, hier ihr könnt auch diese virtuelle Hand heben, das unter Reaktionen, genau, unter Reaktionen. Wenn ihr das nicht könnt, dann könnt ihr einfach euren Namen in den Chat schreiben. So you can also raise a virtual hand under reactions. For me it says reactions, everything in English here. And if you can't do that, then maybe just put it in the chat. Okay. Wenn zwei Personen auswählen, ja? Mhm. Okay, Siegfried hebt auch die Hand. So, not too many demos today. I think there's a lot of fear to do something wrong. Yeah, they're all talking on with Martina's message. So thank you, Martina, for for expressing what many probably feel. Danke, liebe Martina, fürs Ausdrücken, was viele vielleicht so haben. Dieses Gefühl, ja, traue mich nicht. Genau. Okay, ich habe eine Demo, ich nehme Harsha. Okay. Ja. And I have my demo. I would love to work with Sorica. So, ja, wonderful. Und denkt dran, auch wenn wir jetzt zwei Demos gewählt haben, dass ihr alle, deshalb machen wir das auch mit den Demos, weil wir würden jetzt in dieser Stunde gar nicht hinterherkommen, alle zu korrigieren. Damit macht man so eine Gruppenkorrektur, so wie gerade Martina, glaube ich, einen sehr guten Punkt angesprochen hat, den wir alle irgendwo tragen. So, while we do the demos, also like in this short hour, we won't be able to correct everyone. So we take two people correcting. It's like correction. Everyone has something of it. Same like Martina just shared in the chat, but she shared, you know, like with the sharing, she puts a lot of out, I think, for everyone here, ja? Okay, und wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, vielleicht machen wir mit einem, dann mit dem anderen. So, ich kann mal anfangen mit Harsha. So, Harsha, was du machst, so what you will do is, just connect, but what you think is, when you do it, you think about just what you want to manifest in this year. Okay, so or maybe you have a direct wish, but just have it in the heart, then let it go, and then write. Just I mean, you can just do one stroke, okay? And then we will see what's the message. Also Harsha wird jetzt einfach mal daran denken, was sie gerne manifestieren möchte in diesem Jahr oder überhaupt am Manifestieren und dann diese eine Linie ziehen. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert, okay? So when you're ready, Harsha, just do that line and then just hold it up.
Und alle anderen, ihr könnt euch entspannt hinsetzen und einfach euer Herz öffnen. Das ist sehr viel Reinigen, was uns alle passiert. And everyone else, just relax, opening your heart. It's a lot of purification happening for everyone now. Okay, Harsha, you wanted to put it away? Okay, you wanted to have it perfect? Yes. Also Ascha wollte es erstmal zur Seite legen, habe ich gleich gemerkt, wollte sie perfekt machen. So that's the first topic we have here, okay? Doing it perfect can totally put us in stress. Totally. If you want to manifest something and you have that, behind, it can totally, yeah, let not come it through, whatever wants to come through, ja. Also genau, was Harsha gerade hier jetzt sich gezeigt hat mit diesem es perfekt machen wollen, wenn man das so im Rücken hat und dann will man was manifestieren oder ja kreieren, das ist sehr schwer, ja, weil das gleich wieder alles zumacht. So what I see here, like when you see the first stroke, like it was very interesting. I think you did it very conscious and it has a very nice and soft energy. And at the end, the fear is coming out and you're like running away. So what's happening in the next one, you start more insecure. I can see that, it's more insecure, that stroke, and it's shorter and it's strong. It's a kind of focus, but more from mind. Okay, then exactly this comes to, did I do it right? Is it perfect? I have to do it again. Okay, also was man hier tatsächlich erstmal sehen kann bei Harsha, der obere Strich, wer den anschaut, hat sie wirklich sehr schön, sehr sanft geschrieben. Und man spürt hier eigentlich auch sehr viel Bewusstsein, aber zum Ende hin, ja, da kommt diese Angst so, ich muss irgendwie besser oder anders machen und dann dieses Wegrennen. Und dann sieht man nämlich die zweite Linie, wie die eigentlich, sie ist zwar kräftiger, aber eher vom Geist, kürzer und da ist mehr Unsicherheit drin. So what we want to do now, let's give you some trust. I remember we did that once before, with that trust, I think, right? So we do some trust. How we do, I will write now, but what you do is, in the moment when I write, everyone can do it now if you want. So you put up your finger, also with Harsha together, and then I will write now just this one stroke. And you just follow my writing, but I will write this one as a kind of giving that trust to Harsha. Okay, like you can imagine like this. So you just follow like here, so we all connect, and I will do it very slow. So try to be in the same, just in the same way how I'll do it, move your hand, okay? Like everyone, so everyone has a benefit. Also wenn ich jetzt hier anschreibe, bewegt euch mit mir zusammen ganz langsam meine Hand, so haben wir alle was davon. Okay, start. I do one more. Nochmal. Okay, und noch einmal. Once more. So what we're doing now, we are letting go of some stuff. I can feel it. Also was wir jetzt gerade machen, wir lassen einfach etwas los, okay? Ich kann es richtig fühlen. Once more. And one final one. Put die ab. Okay. Good. And then we stop. Und dann stoppen wir. I could feel here the process. And you know what I felt what's happening? We let go of that fear we're writing of Harsha. Yeah. And then at the end, like this beautiful yin energy came through, which you before were like overriding basically. But I felt it was your energy. And then like totally soft the energy came out. So it was like, I think you're much more sensitive than you know. Also als ich hier geschrieben habe, konnte ich das richtig fühlen, die Energie von Harsha. Und was wir gemacht haben, hier wurde viel rausgeschrieben, auch so Ängste. Und hier am Ende habe ich gespürt, wie diese ganz schöne Yin-Energie von Harsha rauskam, wo sie vielleicht gar nicht selber weiß, dass sie die hat, ja.
Okay, Harsha, write once more. And now again, focusing, just write one stroke. Harsha schreibt jetzt nochmal. Okay, good. Very nice. Sehr schön. How did this feel like? I would share because when I started, I thought, when will I get it? When will I get it right? You know, and I was actually thinking that when will I ever get it right in calligraphy? And that's what I was thinking. And it was so funny. When you asked about thinking about manifestation, I thought, you know what, I want to manifest a service which has a financial flourishing. But then I realized that when you were reading the stroke, I had done another manifestation that I want to be feminine this year because all my life I've been fighting a masculine energy to protect myself. Yeah. And I can't believe how you see this in the stroke, the feminine energy, but I actually did it during the week to bring out more a feminine look for me, a more, you know, to get in touch with my own femininity. So I was oh, so it's really interesting that it's coming up in the stroke, something that I had been thinking in the background and didn't ask for it right now. Yeah, because it was there, right? The information was there. So that's interesting, that's beautiful. I just translate a little bit. Also was Harsha gesagt hat, sie hat tatsächlich in dem Moment gedacht, ich muss es richtig machen. Und was aber hier noch rauskam, was sie auch, wo sie an Manifestation und das Ja gedacht hat, es ging auch darum, mehr an diese weibliche Kraft zu kommen, das Männliche in dich zu lassen, was sie auch oft genutzt hat, um sich zu schützen. Und das ist genau das, was hier rauskam, diese Energie, ja, dass das, und sie war jetzt überrascht, dass das rauskam, weil sie gemeint, es war nur so im Hintergrund, aber der Grund ist, wenn die Botschaft da ist, dann kommt sie auch raus. Also dieses Schreiben macht das sichtbar für uns, auch was im Hintergrund abläuft. So the nice thing is the writing makes visible for us also what's in the background, right? So that's an amazing thing. Okay, thank you, Harsha. That was beautiful. Thank you so much for choosing me. Thank you. I'm so deeply grateful. Thank you. Thank you. Thank you for Thank you, being Harsha. here. Sorry. Was really special for me also. Thank you for Harsha for letting us feel it, because I also felt in this end part at the beginning I could not feel anything actually, and then I asked what is it, and when we were writing for you and you were writing at the end, I could feel more also the trust into the future. That you trust yourself, you trust heaven. And then I could feel when I was writing for you, oh, now there is something. I can feel it's there. It's developing. So very beautiful. Sorica, do you like, do you wish to write with us? If you wish, please come. Hello, Martin and Natalie. Hello. I got so usually when you apply for demo, you hope it's gonna be you, but this time I got really surprised, and I was shaking. I thought, what's going on with me, you know? And then as we supported Harsha with writing, my hand was shaking. And then slowly, as I kept doing the line, then suddenly the tears came. And then I became emotional. And I'm glad I wasn't first, because it would be like a river of tears. So at least I released a little bit. So it won't be volcano. So, yeah. Also let me translate a little bit. Also Sorica sagt eben, eigentlich ist sie natürlich immer dankbar und man hofft eben als Demo gewählt zu werden. Aber diesmal war es ein bisschen anders. Eben, sie hat dann relativ schnell gespürt, das sind jetzt Themen, die da hochkommen, und am Ende war sie dann froh, dass jetzt die zweite ist, weil eben jetzt auch im Unterstützen für Harsha hat sie gespürt, wie in sich selber ganz viel sich gelöst hat.
in sich selber ganz viel eben auch transformiert wurde, Tränen kamen und vieles mehr und so. So it's beautiful, right? That we can feel in this field, even if one gets support, we all are blessed. Also eben auch wenn nur einer unterstützt, wir sind alle sehr gesegnet. Ja. Thank you for sharing. Sorisa, do you have some certain goal this year or something special where you would like to write for? Some wish that should you feel that should be manifested in this year, or anything where you I would love this year to recover fully from the surgery that I had in February and to recover physically, emotionally, and mentally, to be strong again and even stronger than I have ever been, and more positive and more trusting of myself and loving of myself, and faith and connection with divine and heaven. Wow, beautiful wish. We will all support you with all our love and light. And now let's write this one stroke, which is the first stroke of the Da. What I want to say before, usually we don't teach the Yi because we teach the Da, but we need the Yi to start the Da. So that's why we're coming into this beautiful first stroke, which has so much healing power already. And it's what Sorita said. Actually, her wish is already in there, the connection to the divine. It's the connection we are opening ourselves. So yes, please write at least two one strokes for us, and then we can help you. Also eben, was ich kurz gesagt habe, eben, wir lernen normal nicht diesen einen Strich, aber wir lernen ihn deswegen, weil er ein Teil des Das ist und deswegen braucht man ihn für diesen Beginn des Das und da ist schon alles drin. So. Und sie hat einen wunderschönen Wunsch, nämlich vollkommen sich zu regenerieren von einer Operation, die sie hatte letztes Jahr im Februar. Thank you for sharing with us. Danke, dass du mit uns teilst. Oh, why is like this? It's working, but it's because of the thing that you turned on to remove the background. On the light. Yeah. This background. But Maybe I think I should do like this. it's okay. I think you can still read from it, Martin. If Yeah, you we can still can connect with it. Yeah, just keep it up. It's fine. Can you see it now on the other screen? My other name? Right. Yeah, I add her. Here. Yeah. Beautiful. Because that's what I also felt. You started first very, the German word is zart, very soft. Trembling, soft. Yeah, exactly. And then you could increase the strength, and of course you knew, okay, I should express it stronger. Then came this part in it where you knew, okay, I can connect. At least the last line is a very powerful line already, where you already were connecting much deeper and could bring much more energy from heaven on the paper. Also der erste Strich zeigt halt auch oft eben so dieses zarte, zaghafte auch beginnen, das Weiche und dann eben auch das wirklich bewusste Besinnen bis hin zum dritten Strich, der jetzt schon viel kräftiger da ist. So of course, and we can feel it when we will do it for you now, we will all write for you. And we can feel when we are writing for you what is in the different parts of it for you.
Is there something increasing? Is there trust increasing? Whatever is increasing? Is there connection increasing? And you can follow me in writing for Zur-Ruhe-kommen. Also könnt mir jetzt folgen, während ich für Zur-Ruhe-kommen schreibe. And when you are following the lines also with me, also wenn ihr auch meinen Linien folgt, kann gut sein, dass was spürbar wird. So, also could you feel something inside of you? I felt like a little relaxation, that there is a promise from heaven to keep an eye on me and support me. Something like that, like as you were writing, yeah, like when somebody say, relax, don't worry, we'll give you a hand, something like that. That fits. Also, so jetzt hat kurz geteilt, sie hat wirklich gespürt, wie irgendwo eine Unterstützung vertieft wurde und auch sie das Gefühl hat, einfach eine unterstützende Hand da ist des Himmels für sie. So it goes totally along with my feelings here, especially at the third one. I will try to make it more dimensional. I could feel here this connection with heaven more deep, and I could also feel a better connection with the earth somehow. So I could feel kind of you're connected better, and out of this connection you can receive much more trust, strength, and to feel that you are carried also by heaven, but also by Mother Earth. So I felt both. The great care of heaven and the great care of Mother Earth for you, which was deepened and strengthened only in these lines, only 3 times writing in it. That was very special what I could feel going through the lines. And I also had the feeling there's so much expression from your soul, from your true self, that really is waiting full of joy already to go out and shine and express it. And that's all what's coming for you this year. So many things that really feeling very wonderful. The deeper connection, the deeper foundation, the grounding, but also I felt this opening inside of you that your true self now is ready. Okay, let's do it this year. I like to hear that, and it sounds true. It feels, yeah. There is that desire in me. Exactly, this desire. I don't feel it as a desire anymore. It's already here. It's already there that wants to, okay, let's do it. You know what I mean? Yeah. I'm still a little bit wobbly, but what's the English word? Quickening is happening. It's like, yeah, beginning of it. I already entered that. Yes. What is here. Yes. It will keep rolling. It's not noticeable now,
but it will just kind of blossom somehow. I don't know. Yes. Thank you Because for sharing. because you look also very different now, you know, that's what I think. You look totally more centered, you know, like your face is shining more now. You know, like the light, I can see now. Also ich finde auch, vielleicht seht ihr es auch bei Sorika, aber sie sieht mehr so verbunden aus und das Gesicht hat mehr Licht, ja, wenn man so schaut. Also like what was very interesting for you, when the strokes were drying, you could only see the first dot. You know, it was really like, so, I really want that. You know, the way like the stroke was drying. Yes. Very interesting. You know, like so much representing of this, but I also felt like what Maya says, you know, there is heaven support. Just try, like, feel it again. You know, you're not alone. You don't have to do everything alone. And, you know, then just it takes so much energy from you just to hold that thought that everything will be good, you know, but basically, like you just said, it's already starting to be good. Ja, das fühle ich auch ganz stark, ja. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Thank you for who's gonna speak. Thank you for adding this about you don't have to do it alone, because all my life I was one woman show, and I believe that's how it should be. You only do with your two hands. And now when I got diagnosed and really sick, being with Master Sha community really showed me that you don't have to do it all yourself. And there are people who will stand by you just because they can, not for anything, you know, just because they can. And this is such a fabulous lesson after all these decades of, you know, it's just, thank you. Thank you. Let's translate also. It's a very, very important part. Möchtest du übersetzen? Ja, ich kann es jetzt anpassen. Also was sie gesagt hat, ist auch nochmal, dass sie wirklich immer dieses Gefühl hat, dass sie muss es alleine machen. So, ne? Sie war immer auf sich allein gestellt, aber in Master Sha's Community hat sie einfach auch gespürt, diese Unterstützung von Leuten, die einfach helfen, aber weil sie können, ja, für nichts und für gar nichts. Und das ist so das, was sie so tief berührt hat und eigentlich schlussendlich an diesem Punkt zu sein, ja, dass auch um einen gesorgt wird und man nicht wirklich alles alleine machen muss. Ich denke, das haben auch viele von uns, diesen Gedanken, ja. I think many of us also have this thought, yeah, we have to do it alone, you know. It's like a very common thought, yeah. Danke, Sorika. Danke, Sorika. Thank you so much. Good. A little bit over time. I hope that's okay. Like, so maybe quickly for everyone. So we will start today 3 months. Like, you can also join monthly a course. Also man kann auch wöchentlich teilnehmen. Wir starten jetzt ja diesen Kurs und wir beginnen jetzt gleich. Und was wir heute machen werden, es sind schon einige angemeldet. Wir werden heute ein bisschen tatsächlich reinschauen. Wer bin ich, wo bin ich im Moment und wo geht's hin? Das können wir auch mit dem Tao Kalligrafie schreiben machen. Und jeder, der heute dabei ist, wird auch eine persönliche Botschaft erhalten für das Jahr aus dem Schreiben heraus. Ein bisschen ähnlich wie jetzt, aber ein bisschen anders. So like we will start now right away, as some are already registered. And this is like a course for 3 months, but you can also join monthly if you like. And so we will do today, we will start right away now. And we will a little bit look today into where am I coming from? Where am I now? What's the future bringing? And we can also do that with Tao Kalligrafie writing. Everyone who comes in today, like for this course, you get also a personal message from your writing, a little bit similar like we just did now, but also a little bit different. Yeah, so but prepare for everyone who's coming in. So, dann wollen wir uns einmal verabschieden von allen, die das Video nachschauen werden. Danke, dass ihr dabei wart, auch später per Video. So, thank you everyone who joined us on the recordings later. So, thank you for this beautiful hour together. You're always welcome to write us your feedback, your insights. We're always happy to hear from you. Also, wir freuen uns immer auch über eure Feedbacks und eure Nachrichten, was ihr so erkannt habt, teilen könnt. Also freuen uns riesig. So looking forward to these beautiful months ahead. Wir freuen uns schon sehr auf die schönen Monate, die auf uns warten gemeinsam.
Und kannst du den Link doch mal posten? Warte kurz. Ja, also wir posten den Link.